So, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei OrderFlowAi, der Trading-Software der Zukunft. Und ich heiße euch herzlich willkommen nochmal. Ich habe mich entschieden, heute weiterzumachen, denn gestern das Video hat sehr positives Feedback bekommen. Da habe ich mich drüber gefreut. Und ich möchte euch heute einfach mal mitnehmen in so einen täglichen Session-Tag, der bei mir nach wie vor zur Entwicklung dient. Ich nehme euch mal als Entwicklertagebuch quasi mit und erkläre euch so ein paar Sachen, die ich hier tue die ganze Zeit, um die Software weiterzuentwickeln, speziell jetzt in dem Moment die Strategie, und werde auch zur Software selbst wieder ein bisschen was erklären und nehme euch einfach mal mit auf die Reise. Ich habe heute ein paar Sachen optimiert schon über den Tag und die Session vorbereitet. Und gucke jetzt mal, wie die Strategie sich jetzt schlägt, denn ich habe vor, die eventuell morgen schon zu veröffentlichen, denn die funktioniert bis jetzt sehr gut. Und es ist jetzt nur noch ein bisschen ein Feinschliff, den wir hier machen müssen. Das will ich einfach mit euch gemeinsam jetzt tun. Genau. So, wir haben jetzt kurz nach 16 Uhr. Wir schalten jetzt einfach mal, also die Software läuft bereits. Die hatte ich ja gestern schon erklärt, wie das funktioniert. Gehen jetzt hier in unsere Strategie rein, in die Einstellungen. Ich habe die schon auf meinem Chart geladen, habe meine Risikoeinstellung für den Tag schon gemacht. Die habe ich ein bisschen höher gewählt, weil ich will ja hier testen. Bin hier in meinem SIM-Account und alle Standort gestellt, so wird das auch ausgeliefert, dass das auch realistisch dann so beim Kunden direkt ankommt. Und ich möchte das eigentlich auch so handhaben, dass das quasi fertig konfiguriert kommt und ihr das genauso benutzen könnt, dass das im Grunde auch schon gut funktioniert. Denn ich habe festgestellt, auf dem Markt, die Strategien, die es dort so gibt, die sind meistens so komplex und kompliziert von den Einstellungen her. Man muss dann genau wissen, welche Marktphase ist, etc. Wo ich meistens schon finde, dass man als Kunde dort komplett überfordert ist und eigentlich gar nicht weiß, was man so richtig machen soll. Deswegen, wir haben hier eine Strategie, die ist einfach hier unten zum Anschalten. In unserem SIM-Account ist wichtig, dass wir den hier eingestellt haben. Und wir sehen auch schon hier, die Strategie hat sich eingeschaltet, sie ist bereit. Wundert euch nicht, wir haben jetzt hier eine Winrate von 40%. Das sind heute über den Tag gelaufene Trades, die ich schon gemacht habe, wo ich verschiedene Einstellungen getestet habe. Ne? Also nicht wundert, dort steht normalerweise am Anfang des Tages eine 0. Und wir haben jetzt hier auch schon die Regimeerkennung, die er jetzt quasi einliest. Das dauert am Anfang immer ein bisschen, er quasi feststellt, was am Markt los ist. Er hat auch eine Einschaltverzögerung. Das heißt, er tradet jetzt nicht sofort los. Er guckt erstmal, okay, wie ist der Markt überhaupt. Der ist jetzt auch hier ein bisschen gemixt nach dem Opening. Wir haben hier noch ein großes Gap, was wahrscheinlich noch gefüllt werden wird. Aber allgemein haben wir relativ bärisch heute. Wir haben negative Session Delta. Wir haben hier gemixt, kurzzeitig jetzt natürlich bullish, ist klar, er hat hier hochgedrückt nach dem Market Opening, speziell nach dem 15:45 Uhr Reversal hat er hier gemacht, klassisch. Und im mittleren Range und im Long Range sind wir aber eher im Range-Bereich. Das zeigt er hier jetzt auch an, auch hier im Market Structure Panel. Und allgemein hat er aber jetzt hier erkannt, okay, wir sind eher auf der bullischen Seite. Wir gucken jetzt einfach mal gemeinsam, wie sich das entwickelt. Genau. Strategie hat den ersten Trade gemacht und geöffnet quasi. Sie hat den Stopp hier relativ eng gewählt. Da wir wahrscheinlich ein sehr gutes Signal bekommen haben. Wie gesagt, je nach Market Structure, was er hier erkennt, wählt er auch die Stops selbstständig. Das ist das Einzigartige an dieser Strategie, die jetzt quasi völlig selbstständig die Position managt und auch wenn jetzt das Signal gegen uns laufen sollte, theoretisch sofort stoppen sollte. Wenn sie jetzt erkennt, okay, es kommen Gegenorders rein, aber wir sehen jetzt gerade hier, es drückt schon in unsere Richtung, also wahrscheinlich wird die Position aufgehen. Zur Einstellung allgemein in unserer Order-Management-Strategie hatte ich gestern schon mal angeteasert. Wir können hier noch die Aggressivität der Strategie einstellen. Und genau, jetzt habe ich es gerade gesehen, jetzt haben wir hier einen Pre-Stop-Access gemacht. Das ist das Besondere an dieser Strategie. Hat jetzt hier quasi entschieden, okay, wir haben jetzt doch einen Gegendruck und die Gefahr besteht, dass wir einfach die Position einen Vollstopp kassieren.
Und bevor das passiert, hat er die Position lieber beendet und wir haben einen relativ geringen Verlust gemacht. Und das ist genau so gewollt, weil das schützt unser Konto. Und wir machen hier keine Risikotrades und wie es der Mensch machen würde, er hätte jetzt den Stop-Loss immer weiter hochgezogen. Das ging mir selber immer so. Ne? Man denkt dann immer, ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Und dann hat man ruckzuck $100 im Minus. Und dann zieht man noch ein bisschen weiter hoch und dann ist man 1000 im Minus. Und dann meint man, ja, jetzt sind wir ja hier bei diesem Gap, das haben wir jetzt geschlossen. Es muss ja jetzt nach unten gehen. Und meistens passiert genau das Gegenteil und man verliert seinen Account komplett. Genau, somit ist das sicher und macht auch Spaß. Übrigens, man muss im Laufe der Zeit auch lernen, mit Verlusten umzugehen. Und wer Verluste akzeptieren kann, der kann auch Gewinne einstreichen. So einfach ist das. Ne? Wer keine Verluste akzeptieren kann, für den ist sowieso Trading nichts und für den empfehle ich das auch nicht. Hier an der Stelle gleich nochmal kurz ein Risikohinweis von mir. Wie gesagt, Trading ist extrem risikobehaftet. Ihr könnt jederzeit euer gesamtes Kapital verlieren. Und ich gebe hier auch keine Trading-Empfehlungen oder irgendwelche Sachen, die ihr hier nachmacht und dann alles verliert. Ne? Das muss jeder Trader muss selber entscheiden und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Aber das sollte eigentlich klar sein. Ich möchte mich auch an der Stelle nochmal für das positive Feedback nochmal bedanken von gestern und das hat mich dazu gebracht, hier weiterzumachen und euch jetzt täglich, wenn ich es zeitlich hinbekomme, so ein bisschen Einblick in meine Arbeit geben werde. Und ihr könnt dann einfach ein bisschen verfolgen, wie es mit OrderFlowAi und speziell Cortex in Zukunft weitergeht. Und ja, gerne dann auch Fragen unter den Videos. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch interessiert, was ich machen soll, was ich euch zeigen soll. Und nur somit kann ich wachsen, könnt ihr wachsen. Somit haben meine Kunden Spaß. Und Order active. Genau, so sollte das funktionieren. Jetzt haben wir im Prinzip denselben Trade wieder gemacht. Er hat festgestellt, okay, es drückt nach wie vor nach unten. Und mal gucken, ob das jetzt aufgeht, die ganze Geschichte. Weil es doch aussieht, wir sind jetzt hier auch. Jetzt gucken wir mal. Genau. Das Problem ist, als Trader möchte man manchmal eingreifen, weil man denkt, ja, also was machst du jetzt eigentlich hier? Aber ich habe festgestellt, die KI macht ihren Job echt gut und die Trades gehen eigentlich im Normalfall auf und die Winrate ist mittlerweile auch ganz gut. Ihr habt das auch in meiner Videoserie gesehen. Man muss da auch ein bisschen Vertrauen reinlegen und muss einfach machen lassen. Weil den größten Vorteil, den eine KI hat oder eine Strategie generell, deswegen nutzt man auch sowas, ist, sie schaltet die Emotionen komplett ab. Hier gibt es wirklich nur eine KI, einen emotionslosen Rechner, der einfach nur nach Fakten entscheidet und nicht nach, ich wünsche mir, dass das dorthin geht oder vielleicht und eventuell. Und ich habe das so gut meine Chartanalyse gemacht und die KI zeigt auch immer wieder, dass Chartanalyse in der algogetriebenen Zeit an der Börse jetzt aktuell fast unmöglich ist. Also ich würde wirklich behaupten, es ist so gut wie unmöglich, außer ich bin Swing Trader und nutze wirklich längere Swing Trades. Dann ist es eine andere Geschichte, dann kann man das ganze Marktrauschen quasi rauslassen. Aber das hat dann auch nichts mehr mit Daytrading zu tun und da muss man dann schon über Nacht halten, da muss man deutlich größere Margen hinterlegen. Und das ist für die Kunden, die ich ansprechen möchte, die einfach hier auch mit Kleingeld einsteigen möchten, ist das nicht das Richtige. Und ich glaube, mit Swing Trading fängt auch niemand an mit Traden. Weil A, ich finde es total langweilig und B, Trading soll ja auch Spaß machen. Und es ist doch viel schöner, wenn ich am Tag ein paar Trades mache und was weiß ich, $200-300 plus gemacht habe. Die muss ich am Arbeitsmarkt erstmal verdienen. Ne? Da arbeite ich den ganzen Tag dafür. Und genau, so ist eigentlich hier unser Motto. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. So, jetzt haben wir hier gesehen, wie gesagt, erste Position ist safe. Trailt dann automatisch den zweiten Stopp nach. Das heißt, wir sind Nice catch. absoluten sicheren Position. Und das ist auch schön mal zu hören. Ich habe den zweiten TP extra mit einem Special Sound hinterlegt, weil das macht wirklich Spaß, wenn der gehittet wird. Und das soll auch belohnt werden und gibt nochmal ein positives Gefühl, dass die Strategie gut funktioniert hat und recht hatte.
theoretisch könnte ich jetzt den Computer ausmachen. Ich habe 2 Trades gemacht und habe quasi beim zweiten so viel mitgenommen, dass ich hier 400 im Plus bin. Und das würde mir persönlich jetzt für ein ganz normales Apex-Konto, was ja sowieso, wo ich mehrere hinterlegt habe, das heißt, ich kann das quasi skalieren. Und wenn ich jetzt 10 Apex-Konten parallel laufen lasse, was ich hier über diesen Copy-Trade machen kann, hätte ich jetzt $4.000 plus am Tag und das würde mir vollkommen ausreichen. Also wer mehr will, weiß ich auch nicht. Das sollte dann wahrscheinlich, keine Ahnung, lieber ins Casino gehen. Und wir lassen es aber mal hier weiterlaufen, weil ich möchte euch ja zeigen, wie die über längere Zeit funktioniert und auch noch ein paar Sachen erklären. Wie gesagt, wir haben hier Strategy Panel, haben wir hier das Regime, was wir auch hier haben, was er analysiert über den Tag. Er nimmt hier die gesamte Session in dem Panel und guckt, okay, was überwiegt jetzt? Ne? Gibt es eine Range, gibt es einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend? Wie ist der Markt? Jetzt haben wir gerade wieder According to wahrscheinlich... Iranian envoy, Iran and Oman discussing a permanent Hormuz toll. So again, according to an Iranian envoy, Ihr hört schon im Iran and Hintergrund, Oman are discussing a es geht permanent wieder mal um Hormuz den toll. Iran und ich muss euch ganz ehrlich sagen, also langsam nervt auch. Es ist gefühlt seit Wochen kein anderes Thema mehr an der Börse als wie Iran, Iran, Iran. Und ja, ihr seht ja, was los ist. Das geht hoch und runter. Und wenn ich hier manuell trade, habe ich eigentlich gar keine Chance. Genau. Wir haben hier unten haben wir noch, wenn ihr euch wundert, was das hier alles ist, das ist quasi die Gewichtung. Denn die Strategie lernt natürlich mit jedem Trade. Wir haben jetzt hier knapp 400 Trades gemacht mit dieser Strategie im Test. Und er gewichtet dann quasi das, was am besten funktioniert hat. Hier hat er seine ganzen Signale, die er parallel verarbeitet. Ihr seht schon, das würde ich als Mensch überhaupt nicht verarbeiten können gleichzeitig. Das macht er quasi im gleichen Moment und gewichtet dann, welches Signal hat die höchste Entscheidungskraft für ein Entry oder was funktioniert am besten und was funktioniert nicht so gut. Ne? Und die, wie ihr unten seht zum Beispiel, das nimmt er dann irgendwann auch komplett raus aus der Gewichtung und sagt sich, okay, das macht überhaupt langfristig keinen Sinn. Was haben wir hier unten im OEM-Panel, also im Order-Management-System? Hier haben wir unsere Steuerungselemente, hatte ich schon erklärt. Hier haben wir, was wir da plus gemacht haben, wie viele Trades, unser Winrate, auch alles wie hier oben im Panel. Ja, was wir für einen Peak hatten, also was maximaler Gewinn war. Wir haben hier unten unsere Trading-Anzahl, wir haben unsere Einstellungen, wir haben die balancierte Einstellung, also die mittlere Einstellung. Und ansonsten haben wir den Threshold noch, das ist quasi die 60% Threshold, was er als Signalstärke nimmt, mindestens, um einen Trade einzugehen. Und wir haben hier Net Saved, das ist das, was er quasi durch die Strategie, durch diese KI-Entscheidung jetzt den Stopp zum Beispiel nachzuziehen an Dollar gespart hat, anstatt dass die Position quasi wieder gegen uns gelaufen wäre und wir die Strecke wieder verloren hätten. Na, somit kann ich immer schön sehen, okay, das hat mir die Strategie quasi automatisch erspart und ich habe mehr am Tagesende in meinem Geldbeutel. Break-even. Und das ist ja Sinn und Zweck. Wir sehen es auch hier schön gerade. Ne? Er geht dann lieber sicher und nimmt die Strecke mit und sagt sich, okay, es kann passieren, dass wir TB2 wieder hitten, aber wir ziehen schon mal nach und sichern die ganze Position ab. Nice catch. Wir haben den zweiten Nice Catch. Und ich sag mal so, besser könnte es nicht laufen. Wir haben $925 gemacht mit 3 Trades. Ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis. Und ich muss natürlich dazu sagen, wir arbeiten hier mit einem 2-Positionssystem. Also das heißt, er nimmt immer 2 Kontakte. Das kann ich in der Strategie, wenn ich mich nicht traue oder wenn ich einfach ein kleineres Konto handle, kann ich hier das natürlich einstellen und kann hier noch auf einen Kontakt gehen. Hier kann ich auch schön, das sieht man hier, die Gebühren pro Kontakt eintragen, dass er das gleich mit rausrechnet, weil das muss ich natürlich auch mit einrechnen. Wir haben zum Beispiel hier bei Apex, habe ich jetzt eingestellt, haben wir pro geöffneten Kontrakt, das heißt, wenn er eine Position öffnet, haben wir schon mal 1,99 an den Broker bezahlt und bei Schließung der Position nochmal 1,99, also knapp 4 Euro, 3 Euro, also $3,98 hat schon mal der Broker verdient, ohne dass er irgendwie einen Finger krumm gemacht hat. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr auch beachten, wenn ihr jetzt den Tagesprofit seht, dann muss natürlich das abgezogen werden und das steht dann auch in eurem Account. Nicht, dass ihr euch wundert, dass es dort
Differenzbeträge gibt. Ja? Er zeigt zum Beispiel hier in diesem Panel, zeigt er immer ohne Kommission an und hier rechnet er aber exakt die Kommission aus. Ja? Deswegen sind auch diese zwei Werte am Ende des Tages immer unterschiedlich, weil hier ist ohne Kommission, das ist quasi rein brutto und hier oben wird rein netto gerechnet. So, wir haben die nächste Position. Zack, erster TP ist gehittet, Break-Even gezogen. Na, das nennt sich Stop-Titan in unserer KI-Strategie. Und genau, zack. Und er hat uns die Position gesichert, bevor wir wieder komplett alles verloren hätten. Sehr gut. Das funktioniert schon mal gut. Und ich, wie gesagt, wenn das heute den ganzen Tag so weitergeht und der Test gut läuft, werde ich dann morgen spätestens veröffentlichen und freue mich dann auf die ersten Live-Tester von meinen Kunden. Nochmal der Hinweis, die Strategie ist im Trial nicht vorhanden. Könnte jetzt einer sagen, ja warum, ich möchte das aber erst gerne testen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Funktion, die 14 Tage kostenlos zur Verfügung stellen. Das will ich einfach nicht, das möchte ich nicht, weil das ist echt ein Rohrfeature, das hat mich viel Geld in der Entwicklung gekostet und das bekommt man auch nirgendwo anders kostenlos, von daher kann ich das leider nicht zur Verfügung stellen. Und wer das dann wirklich testen will, der soll sich einmal das Monatsabo, er kann jederzeit kündigen, 99 € soll das einmal abschließen und ihr seht ja bereits, wir haben jetzt mit den paar Trades, haben wir das Abo ja schon fast 10-fach rein. Ne? Also von daher denke ich, das ist auch ein fairer Preis und wer dort wirklich Interesse hat und wirklich seriös das ganze Thema Trading angehen möchte, der weiß auch, was Software kostet, der weiß auch, was Abos kosten, auch bei anderen Anbietern. Und ich glaube, der ist auch mit dem Preis fein und hat dort ein wirklich seriöses und faires Angebot für das, was geliefert wird. Ne? Ich kenne vergleichbare Projekte, die meinen, die haben irgendwelche super Strategien, die dort 1000 € und mehr nehmen. Ne? Also von daher, sowas möchte ich nicht. Das ist unseriös meiner Meinung nach. Aber ich möchte schon, dass meine Arbeit auch belohnt wird und ich auch davon langfristig leben kann, parallel zum Traden und dort natürlich auch Qualität bieten kann und die Entwicklung weiter antreiben kann. Und dafür ist auch einfach, das weiß jeder, ein bisschen Geld nötig. Und deswegen, wenn ihr mögt und euch das Projekt gefällt, dann unterstützt mich, kommt in unsere Community, kommt gerne zu Discord, auch erstmal ohne Try, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mich gerne persönlich anschreiben, wir können einen persönlichen Call vereinbaren, wer dort noch mehr Fragen dazu hat. Und ich bin dafür alles offen und freue mich, gemeinsam mit euch den Weg zu gehen und gemeinsam zu wachsen. Und ich denke, das macht Spaß. Ich werde dann auch sehr wahrscheinlich irgendwann ein bisschen auch mein Trading-Wissen weitergeben und hier euch in Live-Sessions, wenn ich live trade an meinen eigenen Accounts, werde ich euch einfach mal mitnehmen live und könnt ihr mal zugucken, wie so ein Tag abläuft und wie wir die Positionen managen, wie wir die Trading-Analyse machen und auch manuell traden. Ne? Weil manuelles Traden macht auch Spaß, finde ich. Und klar, Strategie macht natürlich, wenn sie wie heute funktioniert, extrem viel Spaß. Aber manchmal macht es einfach auch Spaß, wenn man merkt, dass man den Markt verstanden hat und man weiß ganz genau, wo man einsteigen kann und man weiß ganz genau, wo man aussteigen muss. Und genau, ich würde sagen, wir haben bis jetzt eine sehr, sehr gute Performance. Strategie wird wahrscheinlich morgen live gehen, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sieht gut aus. Auf der Winrate haben wir hier eine gute Winrate. Was ich euch gestern nicht gezeigt habe, was noch eine weitere Funktion der Pro-Version ist, das wissen viele gar nicht, weil geht, glaube ich, ein bisschen unter, auch auf meiner Webseite. Aber ich finde, das ist ganz wichtig für jeden Trader. Wir haben, ohne dass wir irgendwas exportieren müssen oder analysieren müssen, habe ich auch ein Trading-Journal für euch im Angebot. Und da können wir hier mal reingucken. Ne? Da haben wir hier unsere ganzen Statistiken. Wundert euch nicht, das ist heute noch im Minus, weil ich massiv getestet habe und dort noch andere Zahlen mit einspielen von heute. Aber ansonsten haben wir einen guten Überblick. Und was wir hier auch haben, wir haben ein KI-Analyse-Tool. Wir können quasi Cortex sagen, okay, er soll unsere Signaleffektivität
analysieren lassen, ne? Die Regime-Analyse. Hier können wir quasi nochmal alles nachvollziehen, was die KI wirklich gemacht hat und wie sie gelaufen ist. Und das ist nochmal ein Tool, was quasi nochmal eine KI in der KI ist und wo die KI sich selbst nochmal überprüfen kann und wir das auch sehen, wie die Parameter hier funktionieren. Na, hier haben wir noch die ML-Daten, also die Machine Learning-Daten. Wir haben ja ein Machine Learning-System, was quasi auch in der Strategie angezeigt wird. Hier sehen wir die einzelnen Signale nochmal, wie sie gewichtet werden, wie sie funktioniert haben, welche Winrate die einzelnen Gewichte haben, welche Verlustrate. Ne? Und hier ist ganz klar die Gewichtung zu sehen. Und hier hat man noch einen Notes-Bereich, wo man sich nochmal zu den einzelnen Trades Einträge machen kann. Man kann aber auch eigene Trades noch eintragen, die manuell gemacht wurden. Das wird jetzt auch noch ein bisschen verfeinert vor dem nächsten Update. Ich habe hier dann auch noch die Möglichkeit in Zukunft einzelne Accounts einzustellen und zu analysieren, was hier schon möglich ist. Hier kann ich filtern nach allen möglichen, aber das werde ich auch hier nochmal einbauen. Da wird es noch ein paar Verbesserungen geben. Aber wie gesagt, das ist auch ein Thema zum Beispiel. Da würde ich mich freuen, wenn die Community einfach das testet und einfach mir Feedback gibt. Ich habe zum Beispiel Around in 5 minutes time, we expect Founder-Kunde, an der EIA das natural Founder-Paket gas gekauft change hat, welches forecast ich a im build of Moment im 96 Angebot habe, BCF insgesamt 5 prior Stück. a build of 85 Er hat BCF. eins davon sich schon weggeschnappt und mit dem bin ich permanent im Kontakt und er hat mir schon wirklich sehr positives Feedback gegeben und Verbesserungsvorschläge und genauso stelle ich mir das vor. Das ist auch extrem viel wert für mich und für die Community, weil die Founder, die wirklich Interesse haben, mich auch finanziell zu unterstützen, werden hier mehr oder weniger auch mit eingebunden und können am Projekt mitarbeiten. Bekommen auch immer die Version als allererstes und auch spezielle Testversionen in Zukunft und haben dort gewisse Vorteile. Und somit habe ich quasi nochmal eine Eigenkontrolle für mich auch, weil als Solo-Entwickler ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt nicht im Office 5 Leute sitzen habe, das kennt bestimmt jeder, die ich auch mal fragen kann, wie siehst du das? Ne? Das ist auch immer so eine Geschichte, die für mich ganz wichtig ist, dass man nicht nur stumpf selbst denkt, okay, ich habe hier was Gutes gemacht, ein schönes Produkt, aber es muss ja auch anderen gefallen und es müssen auch, jeder hat einen anderen Geschmack, ne? Ob das jetzt in der Heatmap-Farbe ist, die ich natürlich hier oben umstellen kann, ne? Nach Belieben. Da habe ich schon für verschiedene Geschmäcker quasi ein paar schöne Sachen eingebaut. Ne? Aber es kann ja auch sein, es kommt irgendeine Idee zum 3D-Dom, ob wir den verbessern können. Oder auch hier im Chart noch irgendwelche zusätzlichen Sachen einblenden müssen oder wollen, weil einfach irgendjemand einen VWeb mit eingeblendet haben möchte, ne? Der übrigens hier unten angezeigt wird. Da wird aber nicht hier die Linie angezeigt, sondern nur der, wo er steht aktuell. Weil ich finde, wie gesagt, in der algobetriebenen Zeit ist der volumengewichtete Durchschnitt nicht mehr so extrem wichtig, weil einfach durch diese Optionshändler und großen Hedger und Market Maker dort einfach das auch eiskalt ignoriert wird und die Algos den Preis treiben und nicht irgendwelche volumengewichteten Durchschnitte. Ne? Das sind alles technische Signale. Okay, das hat man viele, viele Jahre gemacht, so die letzten Jahrzehnte. Das hat auch sicherlich seine Richtigkeit. Aber wir sind in der Zeit von KI angekommen. Deswegen habe ich auch mein Produkt entwickelt und KI ist ganz sicher auch an der Börse angekommen und ist ganz sicher bei den Market Makern angekommen und ganz, ganz sicher bei großen Banken. Dort handelt keiner mehr mit Menschen, die dort irgendwelche Entscheidungen treffen. Das ist auch nicht mehr möglich, weil die Signalgeschwindigkeit, die jetzt mittlerweile am Markt stattfindet, die ist so enorm hoch. Da geht es wirklich um Nanosekunden, nicht nur um Millisekunden. Und die traden wirklich im Nanosekundenbereich. Das heißt, die haben auch ganz andere Datenfeeds. Ne? Die kriegen die Level 3 Daten. Das heißt, dort ist nicht nur, ich erkläre das vielleicht mal ganz kurz, wenn ich jetzt nur Level 1 habe, was hier gar nicht funktionieren würde in meiner Software, dann würde ich ganz normal nur den klassischen Chart angezeigt bekommen. Das heißt, im Level 1 werden eigentlich nur die Open- und Close-Daten einer Kerze gesendet. Das heißt, wenn die Kerze geöffnet wird und wenn die Kerze geschlossen wird, das heißt, die Software erkennt, okay, ich habe eine positive oder eine negative Kerze. Ich bekomme während dieser Zeit ein bisschen Volumen mitgeliefert und das war's. Also es wird gesamt zusammengezählt, was ist in dieser Kerze passiert und mehr Informationen habe ich nicht. Was macht die Level 2 Geschichte? Die wird schon viel interessanter. Bei Level 2 habe ich quasi hier, das seht ihr auch hier in meinem Bid- und Ask-Indikator. Das heißt, hier ist Bid und hier ist Ask. Also hier ist der beste Preis, der beste Kaufpreis und der beste Verkaufspreis. Und
Hier diese Zahlen, die ihr hier seht, das ist der aktuell auf dem Bit gehandelte Preis und der aktuell auf dem Ask gehandelte Preis. Und der gibt am Ende an, ob der Preis sich nach oben bewegt oder nach unten. Und diese Daten, wie viel Orders jetzt pro Preislevel quasi in jeder Sekunde oder jeder Millisekunde reinkommen, das sind Level 2 minute Daten. remaining. Und aus Level 2 Daten kann ich zum Beispiel auch große Orders rausfiltern. Ne? Die Software erkennt dann quasi, dass das jetzt eine große Einzelorder war oder viele aneinandergereihte Orders. Ne? Das heißt ja nicht, dass hier jetzt 103 zum Beispiel an diesem Level 103 Positionen von einem einzigen Trader gesetzt wurden, sondern das können jetzt 101 einzelne Positionen sein. Das können große Banken sein, die jetzt hier 50 Positionen und der Rest sind einzelne Trader reingelegt hat. Also das heißt, diese Zahlen sind auch nochmal untergliedert. Es gibt auch sogenannte MBO, Market by Order Indikatoren, die dann hier nochmal jeden einzelnen Trade pro Level anzeigen. Finde ich aber für den Otto-Normalverbraucher ist ein bisschen overloaded. Es gibt Anbieter, die verkaufen das als High-End-Future, aber wer setzt sich schon hin und guckt jetzt hier, ob jetzt hier 50 Orders von dem sind und 100 von dem. Klar, man könnte jetzt sagen, hier ist eine große Intention von einem Einzeltrader oder von einer Bank drin und ich weiß aber trotzdem nicht, ist es eine Verkaufsorder, ist es ein Stop-Loss oder whatever. Build of Manchmal sind es auch 101 einfach BCF, a build Fake-Positionen, of die kurz vorher 101 rausgezogen BCF is werden, bigger than the nur um expected den build of Retailer quasi 96 zu BCF. täuschen oder um Algorithmen zu täuschen, die dann quasi meinen, hier ist eine große Order und das ist aber eigentlich gar keine. Ne? Und das ist auch das Thema Algo. Es könnte jetzt zum Beispiel kein manueller Trader hier eine große Position setzen und wirklich einen Tick, bevor der Preis dorthin kommt, die Position rausnehmen. So schnell kann keiner reagieren. Ja, das heißt, das ist alles durch Algorithmen, die hier automatisch Handel betreiben und einfach manuell nicht mehr handelbar. Ja, da werde ich aber nochmal, wenn ihr das möchtet, speziell darauf eingehen, wie funktioniert der Markt. Ich kann das an meiner Software auch gut erklären, ne, was Bid und Ask ist, was wir hier an historischen Positionen erkennen können in der Heatmap und was das Session Delta ist, ne, was wir hier quasi das Volumenprofil, was das für eine Bedeutung hat, ne, der Point of Control. Aber das sind ja alles Sachen, die man am Anfang als Trader erstmal lernen muss, US natural gas um futures auch die pair ganzen gains of Begrifflichkeiten zu 0.1% wissen, die after hier EIA natürlich reports bigger irgendwo than auch im expected Panel storage build. stehen. Ne? Also wenn ich nicht weiß, was ein Open oder ein Previous Close ist oder keine Ahnung, nicht weiß, was ein Sweep ist oder eine Absorption, dann bin ich irgendwo noch so weit, dass ich den Markt eigentlich noch nicht verstanden habe. Und wenn ich Bid und Ask nicht verstanden habe, das gebe ich euch OPEC mit an die Plus Hand. likely to agree oil output Das war das quota Erste, was hike ich of bitter lernen musste und wo ich auch die 188,000 meiste barrels per Zeit day gebraucht at June habe. 7 meeting. Guckt euch das according to wirklich sources. an. Was ist Bid und Ask? Ich kann hier mal parallel und zwar einen sogenannten Dome öffnen. Das ist jetzt der vom Ninja Trader. Mit dem habe ich auch lange Zeit getradet und zwar über Jigsaw. Dort ist es nochmal viel schöner dargestellt und farblich kodiert und auch besser zu sehen. Aber ihr seht schon hier, das ist zum Beispiel jetzt ein klassischer Datenfeed ohne Level 2. Ne? Da habe ich nur die ersten 5 Level, also 10 Level insgesamt, die dort angezeigt werden und wo die Orders quasi durchgegeben werden. Und da kann ich natürlich nicht wirklich viel damit anfangen. Ich gucke jetzt mal hier rein, die Einstellung. Ich habe natürlich deutlich mehr, weil ich Rhythmik habe. Ich gehe jetzt mal hier mach mal einfach mal 25 Level und weiten das ein bisschen aus. Und jetzt haben wir hier schon deutlich mehr Informationen. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, wir haben hier quasi das, was hier oben ist, das, was hier unten ist. Hier ist quasi der Bid, hier ist der Ask, also hier ist quasi, man kann sich das so vorstellen, hier sind die Bieter und hier sind die irgendwo zu einem gewissen Preis kaufen wollen. Und wir haben hier ein Angebot und wir haben hier eine Nachfrage, wenn man das so möchte. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und wir haben jetzt zum Beispiel hier auf der linken Seite haben wir jetzt 22 Positionen auf der Ask-Seite und 2 Positionen auf der Bid-Seite und 2 Positionen auf der Ask-Seite. Das heißt, wenn jetzt hier einer auf Kaufen drückt und möchte zum Beispiel 10 Positionen kaufen, dann wird der Preis nach oben gehen, weil ich hier quasi keinen Widerstand habe. Ich habe hier nur 2 im Angebot und dann kommen die nächsten 17 hier. Das heißt, der Preis springt mindestens erstmal hier hoch, holt sich dann von den 17 noch die restlichen, die zu den 10 fehlen, ab und spätestens dann wird er hier blockiert. Ne? So funktioniert der Markt. Ist nur ganz grob erklärt. Ne? Das ist natürlich noch deutlich komplexer, die ganze Geschichte, aber das sollte man sich am Anfang angucken und sollte einfach dort gucken, was gibt es dort für Möglichkeiten. Ich habe hier auch die Möglichkeiten, noch verschiedene
Sachen einzufügen, wie zum Beispiel das Volumenprofil, das kann ich mir hier noch anzeigen, das ganz wichtig ist. Und hier ist zum Beispiel der Recent Ask und Recent Bid, das ist quasi dasselbe, das zeige ich euch nochmal kurz. Das ist dasselbe, was ich hier eingebaut habe, wird hier bei NinjaTrader angezeigt, aber ihr seht schon, wer will sowas irgendwie kurzfristig analysieren und irgendeine Trading-Entscheidung danach machen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Das heißt, ich kann den Markt gar nicht so schnell sehen, wie er hier passiert. Und deswegen macht für mich sowas überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich habe damit lange getradet, natürlich nicht mit dem, mit Jigsaw, da wird das nochmal alles ein bisschen besser dargestellt. Da habe ich auch hier nochmal dieses Recent Ask und Recent Bid. Habe ich nochmal schön, da sehe ich dann, wie es gedrückt wird. Hier habe ich zum Beispiel jetzt gerade 245 habe ich gesehen. Das waren 245 auf der Ask-Seite. Das heißt, wir hatten eine starke Verkaufsorder, ne, die aktuell reinkam. Und ihr seht aber trotzdem geht der Preis nach oben. Also hätte ich mich jetzt schon mal komplett getäuscht. Das hat dann wieder andere Marktmechaniken, die da dahinter stecken. Die Bedeutung, das ist schon deutlich komplexer. Aber genau aus diesem Grund, um euch das alles zu ersparen, um auch Anfängern und auch Menschen, die nicht viel Zeit haben, die halt einen Job haben und doch ein bisschen traden wollen und dort nicht jahrelang Zeit haben oder 6000 Stunden, wie ich vor dem Chart verbringen können, den will ich das halt mit unserer Software oder mit meiner Software deutlich einfacher gestalten, den Einstieg. Denn ich finde, wenn ich diese Software eine Weile nutze, kann ich schon ungefähr den Marktflow erkennen und kann wissen, okay, ich kann hier das Delta mal eine längere Zeit beobachten. Ich kann die Orders beobachten, die reinkommen über das Time and Sales. Kann mir parallel den Chart angucken und sehe dann schon mal so ein bisschen, okay, was passiert denn hier am Markt? Und kann dort schon deutlich viel lernen und alles andere werde ich euch im Laufe der Zeit, wenn ihr möchtet, auch zusätzlich noch beibringen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben jetzt schon wieder eine ganze Zeit verbracht. Ihr seht schon, es ist jetzt ruhiger geworden am Markt. Er hat jetzt auch keine Trades mehr gemacht. Ich sehe es gerade, super. Er macht keine Trades mehr, weil er hat das Ziel erreicht. Ja, wir hatten unser Ziel von 1500 hatten wir eingegeben und die hat er erreicht und deswegen stoppt er auch die Strategie und verhindert somit, dass wir ins Minus kommen. Ja, das ist auch eine Funktion, die finde ich klasse. Das kann jeder für sich dann einstellen, genauso umgekehrt. Ich kann hier einen maximalen Stopp einstellen und falls ich doch mal gerade aufs WC muss und die Strategie nicht ausschalten möchte und er in dem Moment so einen großen Verlusttrade macht, dass ich ins Minus geraten würde, schaltet er die Strategie automatisch ab und ich habe keine Gefahr, dass ich einen Totalverlust erleide. Genau. So, ich hoffe, euch hat das Video heute wieder gefallen. Ich werde das jetzt beenden und ich denke mal, heute ist ein guter Tag. Das war zwar jetzt nur ein Simulationsaccount, wäre natürlich schön gewesen in meinem Live-Account, aber ich habe jetzt primär erstmal den Fokus auf die Softwareentwicklung und nicht auf mein meine eigene Bereicherung und deswegen bin ich erstmal hier fokussiert und 100% beim Projekt. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like da und natürlich ein Abo. Das unterstützt mich natürlich, weil dann wäre ich vom Algo bei YouTube ein bisschen weiter oben angezeigt und mehr Menschen können OrderFlowAi und Cortex folgen. Und wir können eine Community aufbauen und haben langfristig alle Spaß dran. In diesem Sinne, gute Trades und bis bald.